Chen absolviert gerade das Grundpraktikum der anorganischen Chemie. Für ihren heutigen Versuch benötigt sie eigentlich den Farbindikator, aber die Flasche ist leer. Die Laboraufsicht Gabi empfiehlt ihr, stattdessen die pH-Elektrode zu verwenden. Muss ich dabei irgendwas beachten? Am Versuch ändert sich eigentlich nicht viel. Du musst nur später im Protokoll darauf achten, dass du in deiner Versuchskizze und Versuchsbeschreibung auch erklärst, wie du den Versuch mit der pH-Elektrode abgewandelt hast. Also führt Chen ihren Versuch mit der pH-Elektrode durch. Alles verläuft ohne Probleme und Gabi ist mit Chens Ergebnis zufrieden. Als Chen dann zu Hause damit beginnen möchte, das Protokoll zu schreiben, fällt ihr ein, was Gabi über die Versuchsskizze gesagt hat. Um den Versuchsaufbau mit Farbindikator und pH-Elektrode zu vergleichen, beschließt sie deshalb, die Versuchsskizzen beider Aufbauten in ihr Protokoll einzubinden. Als Skizze des Aufbaus mit Farbindikator darf sie die Abbildung aus dem Versuchsskript verwenden, muss dafür aber auch das Skript als Quelle nennen. Die Skizze des Versuchsaufbaus mit pH-Elektrode erstellt sie aber selbst. Dafür macht sie sich zuerst Gedanken über die wichtigsten Bestandteile des Versuchsaufbaus. Für die Versuchsskizze reicht es auf jeden Fall aus, die einzelnen Komponenten zweidimensional zu zeichnen. Dabei sollten die Zeichnungen aber nur schematisch sein. Feinheiten wie Messskalen, Beschriftungen auf den Geräten oder andere technische Details sind nicht notwendig, solange jeder einzelne Bestandteil des Aufbaus auch eindeutig zu erkennen ist. In der Skizze werden dann die einzelnen Bestandteile genau so zusammengefügt, wie sie auch für den Versuch aufgebaut waren. Um die Skizze nun übersichtlicher zu machen, müssen die einzelnen Komponenten des Aufbaus auch beschriftet werden. So kann Chen die Skizze zusammen mit der aus dem Versuchsskript auch in das Protokoll einbinden. Aber gerade wenn bereits bestehende Abbildungen übernommen werden, sollte man auch auf deren Qualität achten. Eine Abbildung in schlechter Auflösung trägt nämlich nicht zum Verständnis des Aufbaus bei. Deshalb sollte man auch immer im endgültigen Protokoll checken, ob der Versuchsaufbau auch wirklich zu erkennen ist. Jetzt fehlt nur noch eine nummerierte Bildunterschrift, die beschreibt, was in der Abbildung zu sehen ist. Hier sollten auch noch 1 bis 2 Sätze ergänzt werden, die erklären, wie der Aufbau auch im Versuch verwendet wurde. Die Versuchsskizze sollte aber nicht alleine stehen, sondern im Text erwähnt und zum Beispiel in der Beschreibung der Versuchsdurchführung eingebunden werden. Auf diese Weise kann eine Versuchsskizze sehr stark zum Verständnis eines Protokolls beitragen. Und auch für Chen hat sich die Mühe mit der Versuchsskizze gelohnt. Als sie am Tag darauf das Protokoll bei Gabi zur Korrektur abgibt, ist diese begeistert und gibt dafür die volle Punktzahl.